Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, ist ein faszinierendes Buch, das von Katapult veröffentlicht wurde. Dieses Buch bietet eine einzigartige Sammlung von 100 Karten, die auf überraschende, manchmal unterhaltsame und stets informative Weise verschiedene Aspekte unserer Welt beleuchten. Die Karten decken ein breites Spektrum von Themen ab, angefangen bei Politik und Gesellschaft über Umwelt und Geografie bis hin zu Geschichte und skurrilen Fakten. Jede Karte ist sorgfältig recherchiert und visualisiert, um den LeserInnen neue Perspektiven und Denkanstöße zu bieten. Durch die visuelle Aufbereitung komplexer Sachverhalte werden Zusammenhänge deutlich gemacht, die in Textform oft verborgen bleiben. Das Buch ist nicht nur ein Augenöffner, sondern lädt auch dazu ein, gängige Annahmen zu hinterfragen und die Welt kritisch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ob als Coffee-Table-Buch, Geschenk oder Quelle für Diskussionen. 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, ist ein lehrreicher und unterhaltsamer Begleiter für alle, die Freude an gut aufbereiteten Informationen haben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Macht der Visualisierung. Karten als Erkenntniswerkzeug. Karten sind weit mehr als nur geografische Darstellungen. Sie sind ein Mittel, komplexe Informationen kompakt und verständlich abzubilden. In 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, wird genau dieses Potenzial ausgeschöpft. Viele der Karten zeigen auf einen Blick soziale, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge, die sonst in langen Statistiken verborgen bleiben würden. Zum Beispiel werden globale Ungleichheiten visualisiert oder territoriale Veränderungen über die Zeit hinweg nachvollziehbar gemacht. Der gezielte Einsatz von Farben, Symbolen und Maßstäben ermöglicht es, Themen auf einen Blick zu erfassen, was das Verständnis nachhaltig vertieft. Gerade für Menschen, die Wissen lieber visuell aufnehmen, ist dieses Buch von unschätzbarem Wert. Visualisierung als Erkenntniswerkzeug bedeutet, dass nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit Daten gefördert wird. Das Buch regt daher dazu an, eigene Standpunkte zu überdenken und sich intensiver mit globalen Themen auseinanderzusetzen. Zweitens: Unerwartete Perspektiven auf bekannte Themen. Ein herausragendes Merkmal des Buches ist seine Fähigkeit, vertraute Themen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Viele LeserInnen werden überrascht sein, wie unterschiedlich die Welt erscheinen kann, wenn man gewohnte Kategorien verlässt. Beispielsweise zeigt eine Karte nicht die wirtschaftliche Stärke von Ländern, sondern ihren Verbrauch an Koffein oder das Verbreitungsgebiet bestimmter Dialekte. Solche ungewohnten Perspektiven machen bewusst, wie vielseitig und mehrdimensional unsere Welt ist. Sie regen dazu an, eigene Vorurteile und Stereotype zu hinterfragen. Die Karten helfen somit, eingefahrene Denkmuster aufzubrechen und ein ganzheitlicheres Verständnis von internationalen, nationalen und regionalen Zusammenhängen zu entwickeln. Die Fähigkeit, Fragen neu zu stellen und scheinbar Altbekanntes zu hinterfragen, ist ein zentrales Element gesellschaftlicher und persönlicher Weiterentwicklung, und das Buch bietet dafür zahlreiche Anregungen. Drittens: Gesellschaft, Umwelt und Politik im Fokus. Im Buch werden viele gesellschaftliche, politische und ökologische Fragen auf ganz neue Weise kartografiert. Karten zur Verteilung von Wohlstand, Migration, Ressourcen oder Umweltbelastung machen deutlich, wo Herausforderungen und Chancen liegen. Nicht selten werden globale Krisen wie der Klimawandel oder die Verteilung von Wasser und Nahrung so anschaulich dargestellt, dass ihre Dringlichkeit und Komplexität augenblicklich einleuchtet. Der Lesende begreift, welchen globalen Einfluss gewisse Entwicklungen haben und wie sehr alles miteinander vernetzt ist. Gleichzeitig zeigen die Karten, an welchen Stellen internationale Zusammenarbeit notwendig ist und wo bereits Fortschritte erzielt wurden. Dieses Bewusstsein für das Zusammenwirken von Politik, Gesellschaft und Umwelt ist besonders in einer zunehmend globalisierten Welt unerlässlich. Viertens: Humorvolle und skurrile Fakten. Lernen mit Spaßfaktor. Neben ernsten und komplexen Themen widmet sich das Buch auch humorvollen und ungewöhnlichen Aspekten unserer Welt.
Ob es um die Verbreitung absurder Ortsnamen, ungewöhnliche Feiertage oder kuriose Landesgrenzen geht, diese Karten bringen die LeserInnen zum Schmunzeln und machen das Erkunden der Welt zu einer unterhaltsamen Angelegenheit. Der Mix aus Ernsthaftigkeit und Humor sorgt dafür, dass das Lernen Spaß macht und im Gedächtnis bleibt. Gerade die Vielfalt der vorgestellten Fakten führt immer wieder zu Aha-Momenten und regt dazu an, das Buch im Freundes- und Familienkreis weiterzugeben und gemeinsam über die Welt zu staunen. Der spielerische Zugang erleichtert es, auch komplexere Sachverhalte zu erfassen, da Interesse und Aufmerksamkeit dauerhaft hochgehalten werden. Schließlich Anregung zur aktiven Auseinandersetzung und kritischen Reflexion. Das Buch will nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Jede Karte kann als Ausgangspunkt für eigene Recherchen, Gespräche und kritischere Fragestellungen dienen. Die Auswahl und Präsentation der Themen fordert die Lesenden auf, nicht nur passiv aufzunehmen, sondern aktiv zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Besonders in Zeiten von Fake News und Desinformation ist die Fähigkeit, Informationen zu prüfen und einzuordnen, wichtiger denn je. 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, schärft genau diesen Sinn für kritische Reflexion und bietet zahlreiche Impulse, sich über den Tellerrand hinaus mit globalen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen zu beschäftigen. Das Buch ist somit nicht nur eine Sammlung von Wissen, sondern auch ein Werkzeug zur Förderung von Selbstreflexion und Meinungsbildung. Zusammenfassend: 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, richtet sich an all diejenigen, die ihr Verständnis von der Welt erweitern und vertiefen möchten. Aufgrund der ansprechenden, leicht nachvollziehbaren Aufbereitung ist es für Jugendliche genauso geeignet wie für Erwachsene, für Lehrende, Studierende und einfach alle, die sich für Geschichte, Geografie, Politik oder Kuriositäten begeistern. Besonders Menschen, die Spaß an visuellen Darstellungen und Infografiken haben, werden hier auf ihre Kosten kommen. Das Buch fördert nicht nur Wissen, sondern auch kritisches Denken und lädt dazu ein, Diskussionen zu führen und neue Fragestellungen zu entdecken. Es eignet sich sowohl als Nachschlagewerk, als Inspiration zum Weiterdenken, als Geschenk oder anregende Lektüre für zwischendurch. Im Vergleich zu anderen Büchern überzeugt dieses Werk durch seine Vielseitigkeit, die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor sowie die professionelle Darstellung von Daten. Es bleibt nicht bei platten Darstellungen, sondern regt echte Reflexion und Kreativität an. Die Kaufempfehlung ergibt sich daraus, dass das Buch nicht nur Wissen erweitert, sondern auch Freude am Lernen fördert und nachhaltige Eindrücke hinterlässt. Wer also seine Sicht auf die Welt wirklich verändern will, findet mit diesem Buch einen anregenden und bereichernden Begleiter für den Alltag. Wenn Sie unterstützen möchten, Katapult, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.